Ich bin hier auf Lanzarote, der Vulkaninsel, und ich kann euch einen neuen Audi vorstellen. Nun werden einige sagen, naja, das Auto kenne ich, ist doch ein e-tron. Nicht ganz richtig. Den e-tron gibt es ja schon seit 2018. Das ist jetzt hier die neueste Variante, das absolute Flaggschiff der elektrisch angetriebenen SUVs bei Audi. Es ist ein SQ8 e-tron Sportback, also die ganz sportliche Variante. Es hat sich einiges getan, was die Optik angeht. Zum Beispiel gibt es jetzt hier ein 3D Single Frame, ein ganz großes Logo hier. Das persönlich gefällt mir ganz gut. Man hat hier große Lufteinlässe, zum Beispiel an der linken Seite hier unten und auf der rechten Seite. Und Kühlluft braucht auch ein elektrisch angetriebenes Auto für die Elektromotoren. Und er hat ja zwei davon. Denn wenn man sie richtig rannimmt, dann werden die ganz schön warm. Das gleiche gilt auch für den Akku. So, und wenn ich jetzt weiterschaue, dann gibt es hier ein digitales Matrix-LED-Licht. Naja, das sieht richtig frech aus, hat auch eine schöne Signatur. Und hier sind 1,3 Millionen Spiegel im Einsatz und die kann man einzeln ansteuern. So kann man zum Beispiel den Gegenverkehr ausblenden und alle wichtigen Dinge schön ausleuchten. Also das ist ein Beitrag zur Sicherheit. Wenn ich weiter nach hinten schaue, dann gibt es hier große Räder. Es gibt hier keinen Außenspiegel, sondern eine Kamera. Und das ist immer so ein bisschen polarisierend. Also innen gibt es dann einen Monitor, da kann man den Verkehr dann hinten beobachten. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ganz neu ist auch hier dieser Schriftzug SQ8 Sportback e-tron. Es ist eine Hilfe, wenn man hier einsteigt, damit man auch nicht vergisst, in welchem Auto man unterwegs ist. So, und jetzt schauen wir mal nach hinten. Hier muss ich sagen, ist die Gestaltung des Hecks gelungen, wie immer bei Audi, denn das ist nicht so ganz einfach für die meisten Hersteller. Manchmal sieht das aus wie nach einem Unfall. Hier ist das natürlich ganz anders. Es gibt hier auch so dieses Leuchtenband, das sieht sehr schick aus, besonders wenn es dunkel ist. Das Wichtige spielt sich hier unten ab. Es gibt so einen Schwarz- und Silberanteil. Man hat hier einen neuen Diffuser gestaltet, der soll ein bisschen Abtrieb erzeugen, der soll Sportlichkeit dokumentieren und sorgt dafür, dass das Auto auch einen guten Auftritt hat. Bedingt durch den Quattro-Antrieb hat der neue eine gute Traktion und auch einen guten Antritt, bedingt durch zwei E-Motoren. Einer sitzt auf der Vorderachse und der andere hinten auf der Hinterachse. Und diesen hat man hier überarbeitet. Im Vergleich zum Vorgänger hat er nicht nur 12 Windungen, sondern 14 Windungen. Erzeugt ein bisschen mehr Drehmoment. Und wenn man so dahin gleitet, dann braucht man ein bisschen weniger Strom. Reicht also für ein bisschen mehr Reichweite. So, dann muss ich sagen, also man hat hier nicht konstant einen Allradantrieb im Einsatz. Eigentlich fährt das Ding nur mit dem Hinterachsantrieb. Und der Vorderradantrieb wird dazu geschaltet, wenn man im offenen Gelände unterwegs ist oder wenn man beim schnellen Kurvefahren auch mal ein bisschen Leistung an der Vorderachse benötigt. Es hat sich hier im Cockpit nicht so ganz viel getan. Es ist so e-tron-typisch und auch hier gibt es zwei große Monitore, die kann man per Touch oder Sprachsteuerung bedienen. Es gibt noch einen Schalter hier, zum Beispiel die Lautstärke für das Radio. Dann habe ich vor mir ein virtuelles Cockpit, das ist sehr übersichtlich. Ich kann die Ansicht verändern, das kennen die meisten mittlerweile. Und alle wichtigen Informationen zu diesem elektrisch angetriebenen Auto finde ich hier auch. Die Restreichweite, den Verbrauch und vieles mehr. Ich kann natürlich auch mit diesem Auto rekuperieren beim Bremsen oder Gas wegnehmen. Das kann ich auch einstellen und das kann ich auch hier ablesen. Ich habe hier einen Schalter, da kann ich Fahrstufen wählen, vorwärts und rückwärts, und das war es dann auch schon. Ansonsten muss ich sagen, sehr bequem, auch die Sitze. Also Wohlfühlen hier auf langen Reisen ist gar kein Problem. Also diese Elektroautos sind ja mittlerweile sehr leistungsstark, das wissen auch die Verbrennerkollegen. Es gibt also 370 Kilowatt Leistung als Gesamtleistung und das sind so um die 503 PS und damit schafft das Auto Topspeed auf der Autobahn, man höre und staune, 210 und die 100 stehen schon nach 4,5 Sekunden auf dem Tacho. Das ist schon ein sehr sportlicher Wert, aber es steht ja auch S hinten dran, also wo es drauf steht, muss auch Sportlichkeit rauskommen. Also man hat ja an diesem neuen Auto eigentlich vieles verändert, nicht nur optisch, sondern auch technisch. Und dabei stand auf dem Lastenheft zum einen die Leistung, die Reichweite und auch die Aerodynamik. Die Aerodynamik hat sich jetzt verbessert von 0,27 auf 0,24. Und das ist ein sehr guter CW-Wert für diesen Sportback hier, denn ein guter CW-Wert bedeutet einfach ein bisschen mehr Reichweite. Netto stehen beim Sportback 106 Kilowattstunden zur Verfügung. Das erlaubt eine Reichweite von rund 600 Kilometern nach WLTP.
Das Auto ist fast 4,90 Meter lang und 1,93 Meter breit. Man kann dieses Auto auch mit 170 Kilowatt laden und dann braucht man, wenn der Akku nur noch 10% geladen ist, bis zu 80% nur rund 35 Minuten und das ist richtig schnell. Eine große Hilfe ist das gut ablesbare Head-Up-Display. Der Blick nach hinten ist etwas gewöhnungsbedürftig. So, jetzt kann ich euch etwas ganz Besonderes zeigen, nämlich ein virtuelles Auto. Jeder kennt das. Da steht das Auto, das man sich so vorstellt, man kann aber nie hineinschauen, meint man. Es geht doch, nämlich hier ganz virtuell steht das Auto auf der rechten Seite, das gleiche Auto. Und da schauen wir jetzt einfach mal hinein. Die Audi-Entwicklung kann sich sehen lassen, denn sehr realistisch werden, wie hier zum Beispiel, die Elektromotoren dargestellt. Es braucht keine Kaderwelle mehr, da auch hinten ein Motor antreibt, der wie gesagt etwas überarbeitet worden ist. Erstaunlich ist, dass man relativ wenig Bauteile für den Antrieb hinten verwendet. Weiterentwicklungen gab es bei der Zelltechnologie und Zellchemie. So werden im Fertigungsmodus die einzelnen Zellen in der sogenannten Stacking-Technologie geschichtet. Das ergibt auf gleichem Raum eine bis zu 20% höhere Energiedichte. Weiterhin hat sich die Batteriekapazität vergrößert. Auch wurden an der Vorderachse die Lagerungen versteift und eine neue, direktere Lenkung sorgt für noch mehr Präzision beim Fahren. Hier gut zu sehen, die neue verbaute Lenkung. Der gute CW-Wert von 0,24 beim Sportback ist nur möglich geworden, weil die Luft sehr gut um das Auto herumgeführt wird. Das gilt besonders für den Vorder- und Hinterradbereich. Zum Kühlen der Motoren, des Akkus und der Bremsen können Jalousien vorne geöffnet und geschlossen werden. Der Unterboden ist flach und der Akku durch eine Kunststoffplatte geschützt. Audi bringt 3 E-Modelle des Q8 e-tron an den Start. Grundsätzlich halten wir das Aggregateangebot erstmal gleich. Wir haben den attraktiven Q850 e-tron als Einstiegsmodell und den 55 und S als die Performance-Variante. Nach unserer bisherigen Erfahrung ist der 55 auch das reichweitenstärkste Modell, auch das absatzstärkste Modell. Ungefähr 2/3 unserer Kundinnen und Kunden entscheiden sich genau dafür. Wir haben aber genauso für unsere performanceorientierten Kunden entsprechend das Angebot mit dem S-Modell, was hier entsprechend steht. Und der Q850 e-tron als Einstiegsmodell ist auch ungefähr jedes 5. Auto, für was sich unsere Kunden und Kundinnen begeistern. Also am Start auch ein Q8 e-tron. Diese S-Variante ist leistungsmäßig mit dem S-Sportback vergleichbar. Optisch sicher eine Geschmackssache, aber beide Varianten sind eine echte Augenweide. Doch zurück zu meinem Favoriten, dem e-tron Sportback. Für mich ein Luxusliner der Extraklasse bei den E-Autos, der neben einiger Sportlichkeit auch viel Eleganz an den Tag legt. Audi typisch halt. Der Kofferraum fasst 528 Liter hinten und noch 62 Liter vorne. Noch ein Wort zu dem Fahrverhalten. Also SUVs oder auch Crossover sind ja bekanntermaßen relativ schwere Autos, die auch sehr hoch gebaut sind. In der Regel ist dann auch der Schwerpunkt ziemlich weit oben und dann fangen diese Autos an zu rollen. Das ist bei diesem Auto hier nicht der Fall, das hat man ganz gut im Griff. Trotzdem muss man sagen, ein Fahrzeug, das über 2 Tonnen wiegt, zählt für mich nicht unbedingt zu den ganz sportlichen. Aber dieses Auto hier lässt sich sehr, sehr sportlich fahren, reagiert gut, wie schon gesagt, mit der sehr präzisen Lenkung. Es gibt ein leichtes Untersteuern, wenn man schnell in die Kurve hineinfährt, und wenn man dann ans Gas geht, dann gibt es auch ein Übersteuern. Das kann man sehr gut kontrollieren, wird aber auch kontrolliert durch alle Fahrerassistenzsysteme. Also, wer mal einen Hänger ziehen muss oder im Offroad-Bereich fahren will, ohne Emissionen zu versprühen, hat hier ein gutes Angebot von Audi.
Tja, zum Schluss muss ich sagen, dieser Audi SQ8 e-tron Sportback mit Quattro-Antrieb hat schon was Faszinierendes. Es ist ein unglaublich leicht zu fahrendes Auto, obwohl er natürlich einen großen Nachteil hat. Er hat ein relativ hohes Gewicht, aber dieses Gewicht ist unten angebracht durch den Akku und das ergibt dann wiederum ganz gute Fahrleistungen. Das Basisauto kostet 74.400 € und dieser S hier 95.800 €. Das war's von mir. Tschüss.